Hallo und herzlich willkommen zu unserem Buchhaltungstutorial. Heute beschäftigen wir uns mit Kontorahmen und wie wir diesen in Central implementieren. Der Kontorahmen wird genutzt, um Geschäftsvorfälle, welche außerhalb der Standard-Erlös- und Aufwandskontenfindung stattfinden, zu verbuchen. Dieser spielt besonders bei der Kontierung von Verbindlichkeiten sowie Zahlungsein- und Ausgängen eine Rolle. Schauen wir uns das Thema direkt in Central. Wie gewohnt navigieren wir in die Einstellungen und zur Buchhaltung. Unter dem Tab Hauptkonten befindet sich bereits der Kontorahmen. Zum Start der Central-Einrichtung ist kein Konto hinterlegt. Hier sollte in Absprache mit dem Steuerberater der relevante Kontenrahmen implementiert werden. Im Standard ist das entweder der SKA 03 oder der SKL 04. Es ist jedoch ebenfalls möglich, alternative Kontenpläne zu hinterlegen. Wenn nur einzelne Konten benötigt werden, können diese manuell über den Button Buchungskonto hinzufügen angelegt werden. Hierbei werden folgende Angaben erwartet. Die Kontonummer unter Konto, in meinem Beispiel die 2750. Unter Beschriftung befindet sich der Kontonamen, in dem Beispiel Grundstückserträge, die Art des Kontos, ein Aufwandskonto, Erlöskonto, Geldtransit oder Saldenkonto, in diesem Fall ein Erlöskonto, und eine Bemerkung, im Beispiel Test. Ein Projekt kann optional hinterlegt werden, ist jedoch kein Pflichtfeld. Drücken wir nun auf Speichern, ist bereits das erste Konto zur Bebuchung in Central hinterlegt. Falls nicht Einzelkonten benötigt werden, sondern ein kompletter Kontenrahmen, bietet Central den Upload via CSV zur Arbeitserleichterung ein. Diesen finden wir hinter dem Tab CSV. Hinsichtlich der CSV wird der UTF-8-Standard sowie ein Semikolon als Trennzeichen erwartet. Damit Central die CSV richtig interpretieren kann, ist es wichtig, die hier angegebenen Spaltenbezeichnungen hinsichtlich Kleinschreibung exakt zu übernehmen. Ich habe zur Veranschaulichung bereits eine entsprechende Datei vorbereitet. Hier ist zu sehen, dass die Schreibweise der Kontenart mit einem Großbuchstaben beginnen muss. Zudem sehen wir die Spalte aktiv, welche mit einer 1 befüllt werden muss, damit die Konten auch zukünftig bebucht werden können. Nachdem wir unsere Kontorahmenvorlage erstellt oder vom Steuerberater erhalten haben, laden wir diese in Central hoch. Das Ganze geschieht über den Button Datei auswählen und importieren. Wenn wir einen Kontenrahmen mit mehreren Konten als im Beispiel haben, kann der Import durchaus ein wenig länger dauern als im entsprechenden Beispiel gerade. Wenn wir zur Übersicht wechseln, sehen wir, dass alle Konten importiert worden sind und bebucht werden können. Damit sind wir am Ende des heutigen Tutorials angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Central-Implementierung.